Hallo und herzlich willkommen zurück zu Deadly Premonition of the Beagle. Mir ist bewusst, dass ich voll auf der Karte eingeblendet bin, aber das macht soweit nichts. Ihr verpasst nichts, weil wenn ich versuche, werde ich sowieso in aller Regel auf die große Karte gucken, um den Weg zu finden. Dann seht ihr sowieso, wo ich lang fahre. Wollen die nicht einsteigen, die Duzies? Agent Morgan, get us there quickly, but drive within the speed limit. Just because you have a badge doesn't mean you can drive like a maniac. George, what are you, his mother? We just need to get the autopsy results. Agent York isn't accustomed to the town yet. Give him a little slack. Well then, Agent York, let's get going. Sure, sounds good. Ihr wollt gar nicht bei mir mit im Auto sein, ehrlich nicht. So, ich kann mit der Kleinkarte nämlich selbst nicht so viel anfangen. Wo muss ich denn hin? Irgendwo hier hin. Gut, das ist weit weg. Da unten hin. Okay, kann ich mir einen Marker setzen? Das ist weit. Karte gucken. Sag ich, das meine ich doch. Wo muss ich denn? Also auf jeden Fall hier durch. Das heißt, wenn ich hier so fahre und dann hier fahre, kann ich hier so irgendwie drauf. Scheiße, wo muss ich hin? Wo muss ich hin, ne? Das heißt, ich muss von da fahren. Da. Hier bin ich, ne? Dann fahre ich von hier auf die, ich kann es nicht ganz lesen, dann zum Railway und dann nach rechts. Was ist das denn? Great Deer Yard Hotel. Das kriege ich hin. Erstmal bis zum Schluss durchfahren. Kriege ich hin, sagte ich und guckte direkt wieder auf die Karte. Ich muss auf die große Spur da hinten. Das mache ich am besten, indem ich jetzt hier hochfahre und da abbiege. Ja. Kriege ich wirklich hin. Nicht mit dieser Karte, aber mit irgendeiner Karte. Abbiegung ist. Nicht ganz. Wenn ich hier nach links fahre und dann direkt wieder nach... Sorry. Jetzt bin ich wieder am Polizeirevier, ne? Direkt wieder hier fahren. Korrekt? Dann bin ich doch richtig, oder? Boah, das kann mit meinem Orientierungssinn ja was werden. Ja. Das wird mit meinem Orientierungssinn. Agent Morgan, I can't help noticing you prefer to work alone. Most of the time, yes. Don't you get lonely, flying all over the country alone? I must say I've never felt lonely. Are you married? Unfortunately, relationships and I are fleeting strangers. I don't get on very well with women, you might be surprised to hear. That's because you're young. You notice things like that at my age.
You have to treat women carefully, like a thin crystal wine glass. If you don't, they can cut scars on your face, just like yours, right? George, is this an interrogation? I see you're a seasoned professional. But let's not talk about my scar. It was caused by a problematic woman. Well, she got you good. Terribly good. It'll fade away, and nobody will notice it in a week. A week? It's not that light of a wound. Na. Bitte sag mal, dass So, ich, Emily, tell me. Moment. Ja, Emily, du kannst gleich weiterreden, Emily. Ich muss nur einmal gucken, ob ich hier richtig bin. Zack, 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 zack. Ich bin hier nicht richtig. Wo hätte ich abbiegen müssen? Na, nur Scherz, wo hätte ich abbiegen müssen? Ich komme sofort wieder, okay? Wir haben ja ein bisschen Zeit bis 21 Uhr, ne? Bis gleich. If you're wandering off, then we'll go on ahead. We don't have time to mess around. Okay, I'll meet up with you later. Nein! Agent York, the hospital closes at 2100. Please make it inside before then. Okay. Dann nicht, dann hole ich mir das später. Ach, warte mal, ich bin jetzt alleine? Jetzt bin ich alleine. Na gut. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur einsammeln, was da liegt, aber na, fest. Zach, is there something here that you want to check out? They told us to be there before 2100, but don't worry about that. Let's do whatever you want to do. This flower. There's something very mesmerizing about it. I wonder what it's called. I'll take one with me and ask someone later. Lomo ist eine Margarite. Oder auch Gänseblümchen genannt. Oder die große Variante davon. Das wollte ich mir eigentlich nur holen, Leute. Und dann wieder zurück Richtung Dingste-Bimste fahren, nachdem ich mich so verfahren habe. War so der Überzeugung, ich bin wenigstens halbwegs durch. Mensch, na gut. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ist alles gut. Ich bin noch weiter entfernt als sonst, ja. Ich muss auch tanken. Nervig. Ich kann irgendwie nicht schneller als 50 fahren. So, Zach, about those bonus features in DVDs nowadays. You know, the ones from the 80s have almost no bonus material. Even if they do, it's a trailer and the visual quality is pretty bad. Ja, sorry. Karte ist jetzt gerade wichtiger für meine Orientierung. So, und jetzt hier die ganze Straße entlang, ne? Bitte? Ja? Nein. Ist hier die ganze Straße lang? Ja, die kleine Straße lang. Also ich biege jetzt hier vorne auf der Kreuzung ab. Bis hier hin. Gott, ich habe keine Markierung setzen können. Ganz furchtbar. Der Orientierungsbügel ist dafür nicht gemacht, Leute. So, und jetzt muss ich... Wenn ich wenigstens die große Karte eingeblendet bekommen würde. Ich muss... Mit was? Ah! Okay, also hier auf der kleinen wollte ich nämlich hin, ne? Genau. Ach, da bin ich schon auf dem Wegchen. Ich muss nur bis hier vorne.
Oh, das ist die zweite Abzeugung, die kommt. Glaube ich. Ich glaube ja. Das ist so weit. Ist das richtig? Irgendwann sagt man, dass das nicht richtig ist. Doch, das ist richtig. Das ist wirklich so weit. Na gut, wenn das wirklich so weit ist, will ich mich nicht beschweren. Da ist die erste Abbiegung. Ich muss direkt danach die zweite nehmen, die etwas größte. Die hier muss ich nehmen. Passt. Oh, da steht, wie sehr ich das Auto gecrashed habe. Okay. Naja, es geht. Geht schlimmer, glaube ich. Ich näher mich. Das ist doch schon mal gut. So spät bin ich auch gar nicht dran, wie die hier tun, ne? Ich weiß, ich könnte mich jetzt bestimmt umgucken, aber wir haben wichtige Ermittlungen zu führen. It's a techno train. Speaking of 80s movies, one jewel in the rough springs to mind. Bin ich hier richtig? Ja. Wir wollen das Auto ja nicht wieder beschädigen, sagte ich und tat es. Ich will nur noch ankommen. Agent Morgan, have you no respect for rules and protocol? We were waiting for you, and now you try to go in by yourself. Oh, George. I didn't see you in the parking lot, so I thought I'd wait inside. Just watch it from now on. Mm-hmm. I don't like inconsiderate people who think that they're above the rules, and I'm sure I've made this point clear by now. Calm down, George. He probably just got lost on his way here and rushed in. Right, Agent New York? Richtig. Let's go inside then. Die sieht voll wie Naomi Watts aus. Ich glaube, das haben die absichtlich gemacht. Hello, Sheriff. Sommersprossige Fiona. Das ist eine interessante Beschreibung. Hi there, Fiona. We're here to see Usha. Do you know where he is? I think Dr. Johnson is in the computer room. A computer room? In a hospital? Nice to meet you, Mr. FBI agent. The computer room is where our employees share a computer. Very nice to meet you, too. I'm FBI Special Agent Francis York Morgan. But how did you know I was FBI? Easy. None of the police in this town wear cologne. Besides, that scar on your face is the biggest rumor in town. Warum? Rumors get exaggerated as they spread, even in the countryside. What's that you're reading, if I may ask? You haven't heard of this yet? It's a recent bestseller mystery. It's set in the U.S., a small traditional North American town close to the Canadian border. A peaceful, traditional place. However, that peaceful town is shattered by a terrible crime. The murder of a local girl. And that incident causes grief and sadness to everyone in town. But everyone feels the seditious, heinous evil still lurking, alive. Yes, much like the situation right now here in Greenvale. Fiona, don't say that. Sorry, I shouldn't have said that. With Anna dead and all. Don't worry. Books are written to entertain, and it's good you're enjoying it. What we're faced with here is a terrible crime committed in a real world. Much different from that of a novel.
so there's no need to apologize. Thank you, Agent York. Dr. Johnson müsste im Computerraum sein. Okay, wenn sie das sagt, kann ich mit ihr reden. Wieso, was ist denn los? Weiß ich nicht. Keine Verdächtige. Gehen wir. Ein Foto aus der Zeit, als das Krankenhaus gebaut wurde, verblasst und kaum noch zu erkennen. Damals muss das eine hochmoderne Einrichtung gewesen sein. Ach, damals. Gehen wir in den Computerraum? Wir müssen Usha finden. Gut. Okay. Das wird meiner Orientierung auch nicht helfen. Oh, wer da? Regnen, ja. Ah, von mir aus Regen. Ich komme da rein. Bin ich hier? Da sind meine 3 Leutchens. Da muss ich hin. Hier sind Betten, das ist verschlossen. Und hier alles verschlossen, ne? Hat nichts mit dem Fall zu tun. Ja, danke, Dude. Was ist denn dahinter jetzt nochmal? Die Schlafräume? Yep. Die Schlafräume. Das muss nicht sein da. Aber doch, lass mal zumindest reinlinsen, möchte ich mal kurz. Da könnten Objekte drin sein, ne? Da könnte ich schlafen überall. Oh, ich habe aus Versehen meine Waffe. Ach so, hier ist auch mein... Macht Sinn. Ist keinen interessiert, dass ich meine Waffe hier benutze. Oder halte zumindest. Na gut, ich gehe jetzt lieber mal zu der Trulle. Wenn ich hier in irgendwas rein kann, dann wäre das cool. Was haben wir denn hier? Es gibt nur den einen Raum, okay. Dann gehen wir doch gleich mal dahin. We Hier couldn't können wir find nicht- him. Was? Fiona needs to Wir check müssen her einmal information. überprüfen. No, I don't think so. Ach so. Does the doctor like playing games by any chance? What do you mean? There's a message on the computer, and a card key already set in place. The king passes the rook and meets the bishop. The knight takes a pawn along for the queen. What does that all mean? It's a simple puzzle. Zach, let's take him up on his challenge. You can do this, right? König zieht am Turm vorbei zum Läufer. Das müsste der König sein. Turm. König zieht am Turm vorbei zum... zum Läufer. Der Springer. Bauer, Dame. War das jetzt richtig? The doctor awaits below with the deceased. Another code?
But there's nowhere to insert a password. More games. I'm going to get Fiona to call Usha up here right now. No need, George. The message appeared with the card key. It's telling us where to use it. This is not the time to be joking around, Agent Morgan. Dr. Usha is below with the deceased. With Anna. Below being underground, I take it. Simple. Simple. Then it's time to meet the mischievous architect of this little game. Nah. Okay. Ein bisschen bescheuert ist es schon. Was ist das Ding Karte dann? Ach, da hinten hin muss ich. Okay, dann muss ich am Eingang bei der Rezeption direkt bei der Frau vorbeigehen. Ich glaube nicht, dass es meiner Orientierung hilft, aber wir können es versuchen, Leute. Wir werden es versuchen. Ich bin schon falsch gelaufen, ne? Ja. We don't talk about Beagle, Beagle. We don't talk about Beagle, Beagle. Bin ich schon wieder falsch? Ich sag doch, we don't talk about Beagle, Beagle. We don't talk about Beagle, Beagle. Ich will von euch nichts über meine Orientierung hören. Gar nicht. Ihr kennt sie aus anderen Spielen zu Genüge. Warte mal, wo lang jetzt? Einfach da durch. Okay, das war easy going jetzt. Da hätte ich gar nicht nachgucken müssen. Sie ist 4 Yards entfernt, aber unter mir. Interessant. Bin hier offensichtlich nicht richtig. Da ist ein Treppenhaus. Ich gehe geradeaus und dann... Das ist ein umständlicher Scheiß, Leute. So ein Scheiß, ey. Ich gehe dann da lang. Warten Sie schon da? Anscheinend. Hier rum. Hier. Und tada. Muss ich nur noch hier vorne hin. Erstmal schauen. Oh. Hier ist ein Telefon. Ich sollte vielleicht was essen, ne? Cracker stillt den Hunger ein wenig. Alter, wie... Habt ihr schon mal einen Lutscher für $24 gekauft? Also wirklich... Ich werde den Lutscher jetzt einfach auch aus meinem Inventar nehmen. Sie haben sich vollgestopft. Okay. So nämlich, ich hatte ja einen Lutscher. Ich will bestimmt auch so noch essen. Soll ich mal kurz, ich speichere gleich. Usha, sorry to keep you waiting. Ah, you made it. Let's get started, shall we? Usha Johnson, Doktor. This is Agent Morgan from the FBI.
Nice to meet you. I'm Usher Johnson, the doctor in this hospital. FBI Special Agent Francis York Morgan. Please call me York. Everyone calls me that. Very Ein well, bisschen seltsam Agent ist York. er halt schon, ne? Are you a forensic practitioner? Let's just say I've dealt with corpses before. That battle of wits, by the way. Did you create that yourself? Mm-hmm. I just wanted to see if our FBI agent could handle the task. I see. Well, it was pretty fun. Oh, I'm glad you liked it. Ha. Das müsste dem Sheriff ja richtig gefallen. We don't have much time. We need those autopsy results. Next time, try challenging us without obstructing an investigation. You've angered the monarch. Okay. From the onset of rigor mortis, the stiffening of the muscles, the time of death is estimated to be between 20 and 2200 hours. That's still quite early for such a crime to take place. Note that there are 2 exterior wounds, pressure marks around the neck, and a long cut running from chest to abdomen. Blood marks on her right hand tell us she was gripping something round in her right hand. Her skull is also fractured, but that is unrelated to the cause of death. It probably happened to her after she was killed. Now, I first thought death by suffocation, due to the marks on her neck. But after further investigation, I now have a different conclusion. The direct cause of death was loss of blood from the wound. Which means... She was cut up while she was still alive. Die sind alle so schockiert. Yes, a sharp knife was used. It was inserted beneath the sternum and then quickly sliced downwards. The excessive loss of blood from her internal organs is what actually killed her. Her nails are clean, and with no skin cells from the attacker. She also doesn't appear to have been bound nor badly beaten. She was apparently killed without resistance. The most tragic thing, however, was that she was unable to speak her story to anyone who could hear her cries. The perpetrator cut out Anna's tongue. Well, I believe she was drugged first to phase her consciousness, and then the killer killed her. Now, the killer most likely has a deep, traumatized past concerning women. He probably cannot converse with them normally. Cutting out the tongue suggests a very lonely individual. Either that, or a truly hardcore sadist. He must get off on watching women suffer, especially when they can't answer back. Now, he watched as the blood pumped from her body, as she gradually grew cold. Now, a case in Seattle in 1985 was much like... Usha, please, limit your report to your findings as a doctor. Criminal profiling is my job. You're wrong, also. Anna died fully, deeply, painfully aware of what was happening to her. But, Tell me, what time did it stop raining on the night Anna was killed? Just before I went to bed, right after the movie on TV ended, so around 1 a.m. What movie was it? An American Werewolf in London. Directed by John Landis, 1981. So the rain stopped, accompanied by the ending song, Blue Moon.
George, would you mind if I examined Anna myself? What more do you hope to find? I'm sure I mentioned that I have a personal interest in cases like these. Ja. Oh, ich muss... Schwer zu sagen, wie alt er ist, aber sehr alt wohl nicht. Ein vertrauenswürdiger Arzt. Kann ich nicht auf Pause machen? Nicht die Spur eines Lächelns ergibt keinen Grund, uns auf George zu konzentrieren. Spuren von Tropfen in ihren Augen. Sie muss geweint haben, bevor sie ermordet wurde. Okay. Sie trägt hübsche falsche Fingernägel. Den Spuren zu folgen hält sie die etwas in der Hand. 6 Stunden nach dem Tod wurde es entfernt. Das Stück war rund mit einem Relief wie Friedenssymbol. Ich wollte jetzt eigentlich... Nach dem Tode wunderschön. Ah, das war schon? Jo, das war schon. Gut. From her lack of resistance, I'd say that Anna's injuries happened very quickly. Unable to speak, she was then left to cry herself to death. Zach, it's all starting to come together. The perpetrator stayed with her for at least 2 hours until it stopped raining. At the estimated time of her death, it was still raining, but you can still see tear marks on her cheeks. That means she was killed under a roof somewhere. She was then carried into the woods after it stopped raining. There's one other thing. Her tongue was removed with a very blunt knife. In fact, it's more likely it was simply chopped off. Asha, are you a passionate man? Well, not particularly, but I am man enough should the moment call for it. George, how about you? I'm very passionate. Yes. Especially when it comes to women. But I don't see what that has to do with anything. George, the perpetrator is just like you. He's passionate about women. He's a passionate kisser. This was a kiss of death. The perpetrator bit off Anna's tongue. We'll never get a dental print from a wound like this. But this is still a big lead. Dass er sich davor ekelt als Arzt, ist natürlich schon ein bisschen... Jackpot, Zach. A shame, but our old-time all-American sightseeing tour just came to an end. This case is now under the jurisdiction of the FBI. I'm assuming command. I'll need you to assist me in the investigation. What in the hell do you mean, Agent Morgan? I know I said I was passionate, but you can't think I did this. That's not why I'm assuming command, George. You're a suspect just as much as every other passionate man on Earth. Let me show you something. There you go. Amazing, huh? I'm sure you have a lot of questions, but most of the details are top secret. George, Emily, we should be going. No need to stay here any longer. Okay. I have to sign the release. Just give me a moment. Very well. I'll go on ahead. I can't take it any longer down here. Kann ich jetzt endlich die Folge beenden? Bishop takes queen. His rook takes your queen. Then your knight takes rook. And checkmate. Huh?
My first victory in the Grandmaster ranking. Okay, ihr Lieben, ich mache dann jetzt hier einen Cut rein, dass die Zwischensequenzen auch immer so lange dauern müssen. Nein! Ich bin wieder in dieser komischen Anderswelt, ne? I am. Zach, they're here. Jetzt kann ich aber einen Cut machen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und haut rein.